Herzlich willkommen zum Streckenflugversuch über den Taunus und den Feldberg. Heute am Startplatz Dreisberg, der liegt 20 Kilometer nordwestlich von Frankfurt. Ciao. Unten in den Baumwipfeln habe ich Bewegungen erkannt, die deuten oft auf so Ablösungen von der Thermik an. Und ich versuche jetzt in die Thermik reinzufliegen und die Thermik zu finden. Dabei hilft mir dieses Piepsen von Vario. Das zeigt dir mal an, wenn ich insgesamt Höhe gewinne. Jetzt habe ich was gefunden. Ich versuche jetzt einen Kreis zu fliegen, um in diesem Aufwind drin zu bleiben. Geil. Ja, der erste Kreis ist immer ein bisschen risky, weil man fliegt relativ tief über die Baumwipfel noch, bis man mit der Thermik schon mal ein paar Höhenmeter macht. Der Startplatz hat einen Höhenunterschied von nur 180 Metern. Ist also schon etwas anspruchsvoller, hier einen Aufwind zu finden. Und die Startwiese liegt auf 565 Meter Höhe. Es ist 4:45, also recht spät am Nachmittag. Aber weil der Startplatz Richtung Nordwesten ausgerichtet ist, kriegt man dann erst eigentlich mit guter Sonne. Ich lasse mal den Film schneller laufen und wir sehen jetzt am Schatten auf der Wiese vom Gleitschirm, wie die Thermik sich durch den Wind immer weiter den Hang aufwärts versetzt. Die Abschattung hat aber leider die Thermik kurz gekillt und jetzt muss ich versuchen, wieder neue Thermik zu finden. Glücklicherweise habe ich hier wieder was gefunden. Und jetzt geht's mit der Thermik zuverlässig in die Höhe. Am Horizont kann man bereits den Taunuskamm erkennen, mit dem Feldberg als Gipfel. Der ist wunderbar markiert durch einen Turm, der dort zu sehen ist. Ich bin jetzt schon auf 800 Meter Höhe und die Wolken sind an dem Tag ungefähr auf 1600 Meter Höhe. Hier Blickrichtung Nordosten nach Usingen. Norden, Dreisberg, haben wir den Startplatz von oben jetzt. Ich kann weiter in der Thermik aufsteigen und versuche dann auf der Leeseite der Wolke bis an die Basis zu fliegen. Blickrichtung Westen haben wir hier Schmitten gehabt. Liegt nochmal mehr unter die Wolke drunter und versuche nochmal weiteren Aufwind zu finden. Sehe, wie sich hier Wolkenflusen entwickeln, um da drunter noch weiter hochzukommen. Arnoldsheim Richtung Südwesten. Flughöhe haben wir jetzt 1400 Meter. Und jetzt geht es Richtung Süd-Südwest nach Oberreifenberg. Und dann Richtung Süden zum großen Feldberg. Sehe ich, dass sich hier eine Wolke entwickelt. Versuche auch hier unter die Wolke zu fliegen. Aber leider tut der Abwind der Wolke mich diesmal runterspülen. Ich komme nicht in den Aufwind drunter. Bin jetzt hier im Überlebensmodus und versuche Thermik zu finden, klingt mir in dem Moment aber nicht und ich muss jetzt schon nachdenken, wo ich eventuell landen gehen kann, welche Wiese sich vor Arnoldsheim dafür eignet. Hier suche ich weiter nach der Thermik und wird schließlich fündig. Wieder einen neuen Bart gefunden, der mich jetzt sicher über den Feldberg drüber bringt. Natürlich eine traumhafte Aussicht.
fliege hier auf maximal 1300 Meter Höhe. Das reicht dann, um weiter zu fliegen unter dem Luftraum Frankfurt Richtung Altkönig. Ich fliege am Fuchstanz vorbei und meiner Ansicht nach der Altkönig, der schönste Gipfel im Taunus. Wunderbares Wanderziel, kann man toll Fahrrad fahren. Ja, hier sind die Hänge von Falkenstein sehr stark abgeholzt. Da würden wir Gleitschirmflieger uns mal einen neuen Startplatz wünschen, der Richtung Südosten ausgerichtet ist. Man erkennt hier am Hyperlapse sehr gut, wie die Wolken sich noch bilden, obwohl wir bereits 20 vor 6 haben. Und ich hier Schwierigkeiten habe, die Höhe abzubauen, weil ich muss unter dem Frankfurter Luftraum bleiben. Hier sehen wir auch Frankfurt am Horizont, sehen wir die Skyline von Frankfurt, Bambletown. Und jetzt ist für mich die Frage, wie es weitergeht. Ich entscheide mich aber Richtung Oberursel rüber zu fliegen. Oberursel hat sehr gute Anbindung an öffentlichen Nahverkehr und ich kann mit der S-Bahn oder U-Bahn nach Hause nach Frankfurt fahren. Dann peile ich mal hier die Altstadt von Oberursel an. Und genieße erstmal den wunderbaren Ausblick auf der Südseite des Taunus. Unter mir kann man an dem blauen Sonnenschirm sehr gut das Oberurseler Brauhaus erkennen. Dort genehmige ich mir auch nach dem Flug ein Landebier. Jetzt gilt es aber erstmal konzentriert die Landung zu fliegen und kontrolliert die Höhe abzubauen und dabei immer darauf zu achten, wo der Wind herkommt. Landeanflug muss im Idealfall gegen den Wind gemacht werden. Hier ist relativ wenig Wind. Ich entscheide mich dann im Süden hier reinzufliegen auf die Landewiese. Ja, ein wunderbarer Streckenflug. Nur 20 Kilometer. Aber es ist einfach was ganz Besonderes, über der Heimat zu fliegen, über den Wanderwegen und Mountainbike-Routen, die man sonst mit einem Freund fährt, drüber zu fliegen und auch direkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann fahren zu können. Das ist einfach echt ein tolles Privileg und immer wunderbar, wenn das klappt. Und Touchdown mit ein bisschen Rückenwind. Yes! Geil! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!